wohne hier sehr ländlich und bin auch gerne das Landei. Das Geständnis, das die Zeit zum Stillstand brachte. Was wäre, wenn einer der berühmtesten Privatmenschen des 20. Jahrhunderts, weltweit bekannt für sein jugendliches Lächeln, seine engelsgleiche Stimme und seinen unerschütterlichen Charme, nach 6 Jahrzehnten im Rampenlicht plötzlich den Vorhang fallen ließe, um sein Herz zu offenbaren? Heintje Simons, das Wunderkind, das einst ganze Generationen mit seinen zarten Balladen wie Mama und Ich bau dir ein Schloss zu Tränen rührte, war immer mehr für seine Stimme als für sein Privatleben bekannt. Im Laufe der Jahre blühte seine Karriere in verschiedenen Ländern und Sprachen auf. Millionen sahen ihn vom engelsgleichen Schlager- und Filmstar zu einem zurückhaltenden, eleganten Mann heranwachsen, der nie nach Schlagzeilen strebte, schon gar nicht in Sachen Liebe. Bis jetzt. Mit 69 Jahren hat Heintje seine langjährigen Fans und neugierigen neuen Zuhörer mit einer ehrlichen Enthüllung überrascht: Es gibt eine Frau, eine sehr wichtige Frau. Und obwohl er sie in den turbulenten Jahren seiner Jugend nie namentlich genannt und Spekulationen in der Öffentlichkeit selten zugelassen hat, bezeichnet er sie nun als die Liebe meines Lebens. Aber wer ist sie? Warum spricht Heintje nach Jahrzehnten der Zurückhaltung jetzt über sie? Und was sagt diese Enthüllung über den Mann hinter der Musik, den Mann, der ein Leben lang seine Lieder für sich sprechen ließ? Dies ist nicht nur eine Geschichte über eine verborgene Liebe. Es ist eine Geschichte über Zeit, über Schweigen und darüber, was passiert, wenn selbst die am tiefsten verborgenen Gefühle nicht länger unausgesprochen bleiben können. Manchmal, wenn man sich der 70 nähert, verbirgt man seine Wahrheit nicht mehr, nicht aus Bedauern, sondern aus Ehrfurcht. In diesem Video erkunden wir die Frau hinter dem Geheimnis, die Momente, die ihre Verbindung geprägt haben und wie eine der beständigsten Stimmen Europas uns endlich sein Herz offenbart. Die verborgene Muse, wer ist sie? In einem offenen Moment, während eines gefilmten Interviews für eine niederländische Fernsehsondersendung, die Anfang 2025 ausgestrahlt wurde, saß Hein Simons einem bekannten Moderator gegenüber, umgeben von nostalgischen Erinnerungsstücken, goldenen Schallplatten, Filmplakaten und Fotos aus seiner Kindheit. Dann kam die Frage: In all den Jahren haben Sie nie wirklich über Liebe gesprochen. Gab es jemals jemanden, der diese emotionalen Songs inspiriert hat? Es folgte eine lange Pause. Die Atmosphäre veränderte sich. Hein schaute weg von der Kamera, sichtlich bewegt. Dann lächelte er schwach. Ja, es gab jemanden, es gibt immer noch jemanden. Ihr Name ist Anja. Es war das erste Mal, dass er diesen Namen in einem Interview aussprach. Kein Nachname, keine weiteren Details, aber genug, damit langjährige Fans die Erschütterung hinter diesen 4 Buchstaben spüren konnten. Wer war also Anja? Durch das Durchforsten von Archivinterviews und Aussagen ehemaliger Tourmitarbeiter und Produzenten ergibt sich allmählich ein klareres Bild. Als Heintjes Ruhm 1968 in den deutschsprachigen Ländern Europas explodierte, begab er sich auf eine Promotion-Tournee, bei der er von einem kleinen Jugendchor als Background-Sänger begleitet wurde. Eine der Chormitglieder war ein Mädchen namens Anja, etwas älter, ruhig und oft in den Pausen neben Heintje sitzend. Sie war keine Sängerin mit großen Ambitionen. Tatsächlich verließ sie den Chor nach nur einem Jahr, um wieder zur Schule in Bayern zu gehen. Aber für diejenigen, die sie genau beobachteten, war klar, dass zwischen den beiden eine besondere Verbindung bestand. Sie durften keine Zeit alleine miteinander verbringen. Aber hinter der Bühne tauschten sie oft Notizen und Witze aus. Sie schenkte ihm ein kleines geschnitztes Holzpferd, ein Glücksbringer, den er angeblich jahrelang in seiner Jackentasche trug. Ein Tourbusfahrer erinnerte sich später daran, wie sie während langer Fahrten ihre Köpfe aneinander lehnten und sich einen einzigen Ohrstöpsel aus einem Kassettenrekorder teilten. Es war eine junge, unschuldige Zuneigung, aber sie war echt. Als die Tournee endete, endete auch ihr Kontakt, zumindest offiziell.
Im selben Interview aus dem Jahr 2025 verriet Hein, was passiert war. Sie ging nach Hause. Ich schrieb weiter, aber die Briefe wurden abgefangen. Mein Management, sie wollten, dass ich mich konzentriere. Das Management glaubte, dass mein Verhalten dem Image der Firma schaden könnte. Und vielleicht hatten sie recht, aber es tat weh. Es blieb mir im Gedächtnis. Anjas Familie soll einige Jahre später umgezogen sein. Einige sagen, Anjas Familie sei in die Schweiz gezogen. Andere behaupten, sie sei nach Norditalien gezogen. Sie trat nie wieder mit Hein in der Öffentlichkeit auf. Es gab keine Fotos oder Sichtungen von ihr mit Hein. Aber für diejenigen, die aufmerksam waren, waren die Hinweise immer in seiner Musik zu finden. Die Songs, die immer von ihr handelten. Beim Rückblick auf sein Werk haben Fans einige wiederkehrende Muster entdeckt. Songs, die selbst in seinem sentimentalen Repertoire durch ihre emotionale Tiefe auffielen. Titel wie »Ich denk an dich«, »Du warst mein erstes Lied« und sogar spätere Stücke wie »Vergiss mein Herz nicht« enthalten Zeilen, die heute auch autobiografisch wirken. »Ich habe sie für die Öffentlichkeit gesungen«, sagte er, »aber ich habe sie geschrieben oder ausgewählt, weil sie mich an sie erinnert haben. Sie war immer in meinen Gedanken. Wenn ich in die Kamera sang, habe ich nach ihr gesucht.« Hein besteht darauf, dass er sie nie wieder gesehen hat, obwohl er Jahre später, als er mehr Kontrolle über seine Karriere hatte, versucht hat, wieder Kontakt aufzunehmen. Er hat sogar gemeinsame Bekannte kontaktiert und heimlich Fanbriefe durchsucht, in der Hoffnung, dass einer davon von ihr sein könnte. Aber die Spur war kalt. Das Mädchen, das einst eine ganze Ära der europäischen Pop-Sentimentalität inspiriert hatte, war verschwunden. Manche mögen argumentieren, dass das, woran sich Hein erinnert, keine lebenslange Liebe ist, sondern eine prägende Erinnerung, die durch die Zeit idealisiert wurde. Eine süße Freundschaft, die auf erwachsene Gefühle projiziert wurde. Aber Hein ist anderer Meinung. Sie war die erste Person, die mich als mehr als einen Sänger gesehen hat. Ich war nur ein Kind mit großen Träumen und einem besorgten Herzen. Und sie hat mir zugehört. Sie hat mich verstanden. Das bleibt einem im Gedächtnis. Diese Art von Verbindung verblasst nie. Sie verändert nur ihre Form. Er sagt, er habe nie geheiratet, nahe jemanden gefunden, der sein seltsames Doppelleben verstanden habe, teils Kinderstar, teils einsamer Junge. Er hatte Beziehungen, einige davon lang, andere kurz. Aber die emotionale Ehrlichkeit jener frühen Tage mit Anja blieb unerreicht. Ich weiß nicht, ob sie mich genauso in Erinnerung hat. Aber ich erinnere mich an sie. Das werde ich immer tun. Als das Interview ausgestrahlt wurde, gab es in den Fanforen einen regelrechten Sturm. Einige drückten ihre Trauer darüber aus, was hätte sein können. Andere waren beeindruckt von Heins emotionaler Ehrlichkeit. Ich wusste immer, dass es eine Frau gab, schrieb ein langjähriger Fan. Man konnte es in seiner Stimme hören, wenn er »Ich denk an dich« sang. Diese Art von Emotionen kommt nicht von ungefähr. Andere waren kritischer und fragten sich, ob diese Anja eine symbolische Figur oder sogar eine Erfindung sei, um seinem Vermächtnis mehr Tiefe zu verleihen. Aber diejenigen, die Hein am besten kannten, darunter auch seine Schwester, die gegenüber den niederländischen Medien eine kurze Stellungnahme abgab, bestätigten die Geschichte. »Es gab wirklich eine Anja«, sagte sie. »Ich erinnere mich an ihre Briefe. Er hat sie in einer kleinen Schachtel aufbewahrt, auch nachdem sie aufgehört hatten zu kommen. Ich weiß nicht, ob er jemals aufgehört hat, auf einen weiteren zu warten.« Ein Leben voller Musik, ein Leben voller Stille. War Heintje Simons frühe Karriere von seiner engelsgleichen Stimme und seinem cherubischen Aussehen geprägt, so war sein Erwachsenenleben von stiller Ausdauer geprägt. Ein Leben, das von Melodien getragen war, aber von etwas Unausgesprochenem überschattet wurde. Von dem Moment an, als er vom Wunderkind zum erwachsenen Künstler wurde, hörte die Musik nie auf. Aber die Interviews wurden weniger offen. Die Texte sagten, was er nie zu sagen wagte.
Heintje hätte wie viele Kinderstars seiner Zeit in Vergessenheit geraten können. Stattdessen passte er sich an, vorsichtig und methodisch. In den 1980er Jahren gab er sich einen neuen Namen, Hein Simons, und wandte sich Schlager und Balladen zu, die ein erwachsenes Publikum mehr ansprachen. Seine internationalen Tourneen gingen weiter. Er trat in Südafrika, den Niederlanden, Belgien und im gesamten deutschsprachigen Raum auf. Die Fans, die einst selbst Kinder waren, brachten nun ihre eigenen Kinder zu seinen Konzerten. Doch trotz alledem hielt Hein sein Privatleben unter Verschluss. Während seine Zeitgenossen wie Peter Alexander oder Howard Carpendale häufig mit ihren Partnern in Lifestyle-Magazinen auftraten, war Hein immer allein. Ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung, sagte ein ehemaliger Tourmanager. Er stand immer im Mittelpunkt, aber er hat das nicht gesucht. Er lebte sehr zurückgezogen, selbst für jemanden, der so berühmt war. Das Schweigen über die Liebe. Über Jahrzehnte hinweg wurde Hein immer wieder, oft auf unangenehme Weise gefragt, ob er jemals geheiratet oder sich verliebt habe. Nein, ich habe nicht geheiratet, antwortete er mit einem höflichen Lächeln. Der richtige Zeitpunkt ist nie gekommen. Aber hinter den Kulissen wussten diejenigen, die ihm am nächsten standen, dass die Liebe schon gekommen war und wieder gegangen. Die Wahrheit war zu zart, zu zerbrechlich, um sie für die Öffentlichkeit zu verwenden. Anja war nicht nur ein Mädchen, das er mochte. Sie war der emotionale Dreh- und Angelpunkt eines Lebens, das er damit verbrachte, vor Menschenmengen zu singen und dabei still nach etwas zu suchen, das ihm durch die Finger geglitten war. Dieses Schweigen war keine Bitterkeit. Es war Respekt und vielleicht eine verbleibende Hoffnung. In einem niederländischen Radiointerview gab er 2007 einmal zu: Es gibt Lieder, die ich nicht singen kann, ohne mich zu erinnern. Die Leute denken, ich spiele Theater, aber das tue ich nicht. Ich erinnere mich, jedes Mal. Die öffentliche Person versus der private Mensch. Für sein Publikum wurde Hein zu einem Symbol für emotionale Authentizität. Aber diese Wahrnehmung hatte ihren Preis. Indem er seine private Welt abschirmte, schuf er auch eine Distanz, einen Raum zwischen dem Künstler und dem Menschen. Im Gegensatz zu den Prominenten von heute, die täglich Updates in den sozialen Medien teilen, widerstand Hein der digitalen Beichte. Seine offiziellen Seiten wurden von Teams verwaltet. Interviews waren selten. Keine Paparazzi-Skandale, keine chaotischen Liebeskummergeschichten, die die Boulevardpresse verschlingen konnte. Diese Entscheidung verlieh ihm Würde. Aber sie führte auch zu Gerüchten. War er einsam? Hatte er etwas zu verbergen? War er wirklich glücklich? Ich glaube, die Leute haben ihn missverstanden, sagte ein langjähriger Produzent. Sie hielten ihn für zurückgezogen, aber eigentlich war er nur sehr vorsichtig. Sein Herz war schon lange vergeben. Auch als seine Stimme reifer wurde und sein Haar silbern wurde, behielt Hein diese wehmütige Qualität, diese seltene, magnetische Fähigkeit, einem jedes Wort, das er sang, glauben zu machen. Diese Kraft kam nicht von seiner Technik, sie kam von seinem Verlust. Die Songs als emotionales Zeugnis. Fans verweisen oft auf bestimmte Songs als Hinweise, musikalische Spuren, die zu Anja zurückführen. Wenn du wiederkommst, ein Song über eine verlorene Liebe und die stille Hoffnung auf ein Klopfen an der Tür. Nur für dich, aufgenommen 1980, enthält dieser Song Textzeilen, die auf unheimliche Weise widerspiegeln, was Hein 2025 offenbaren würde über eine Liebe, die er jahrzehntelang still für eine Frau empfand. Ich hab noch ein Lied für dich, eine Ballade aus seiner späten Karriere, die oft als Zugabe gespielt wurde. Jeder Auftritt war mehr als eine Setlist, es war ein Akt der Erinnerung. Für uns war es Unterhaltung, sagte ein Fan in einer Dokumentation aus dem Jahr 2020. Für ihn war es Trauer, elegante, schöne Trauer. Und doch gab es keine Bitterkeit in diesen Liedern, keine Anschuldigungen, nur Liebe, bewahrt an dem sichersten Ort, den er kannte, seiner Musik. Hat sie die Lieder jemals gehört? Die vielleicht schmerzhafteste Frage von allen bleibt unbeantwortet.
Wusste Anja davon? Hat sie sich jemals in diesen Texten wiedererkannt? Hat eine Melodie im Radio, Jahrzehnte später, sie innehalten und fragen lassen, war das für mich? Hein selbst weiß es nicht. Ich hoffe, sie hat sie gehört, sagte er in einem Moment seltener Verletzlichkeit. Ich hoffe, sie hat es verstanden. Sicher ist nur eines: Seine Musik war keine Fiktion. Sie war ein Zeugnis. Jede Note, jeder Vers. Eine stille Erklärung, die offen hinterlassen wurde wie ein Brief ohne Adresse. Das Geheimnis wird wiederbelebt. Eine zufällige Begegnung im Jahr 2022. Jahrzehntelang trug Heintje Simons die Last einer unausgesprochenen Liebe, verewigt in Liedtexten, bewahrt in der Stille. Doch im Winter 2022 wurde die Vergangenheit unerwartet wach. An einem ganz gewöhnlichen Ort, einem ruhigen Bahnhof in Süddeutschland. Es war Ende November, ein grauer, windiger Nachmittag, an dem Anonymität herrscht. Hein war auf dem Weg zu einem privaten Aufnahmestudio in Garmisch-Partenkirchen, um Inspiration für ein nostalgisches Akustikalbum zu suchen. Er war allein wie immer in einen anthrazitfarbenen Wollmantel gehüllt, das Gesicht halb hinter einem Schal versteckt. Der Bahnhof war nicht überfüllt. Nur eine Handvoll Reisende, die sich gegen die Kälte der Alpen geschützt hatten. Während Hein in der Nähe des Bahnsteigs wartete und an seinem Kaffee aus einem Pappbecher nippte, schweifte sein Blick umher. Und dann sah er sie. Oder zumindest glaubte er das. Eine Frau. Gross, elegant, silberblondes Haar, unter einer Strickmütze versteckt. Sie half einem jungen Mädchen, vielleicht ihrer Enkelin, mit einem Koffer. Etwas an ihrer Haltung, ihre Anmut war unverkennbar. Heins Herz schlug schneller. Konnte das sein? Ich stand still da, wie erstarrt, erinnerte er sich später. Und plötzlich war ich wieder 17. Er ging nicht auf sie zu, er rief sie nicht. Die Frau stieg in den Zug und verschwand in der bayerischen Abenddämmerung. Zurück blieb nur das Echo einer Präsenz, die er seit Jahren nicht mehr gespürt hatte. Aber etwas hatte sich verändert. Diese flüchtige Begegnung hatte etwas in ihm ausgelöst. Eine Frage, die unter Jahrzehnten von Musik begraben war: Was, wenn sie noch da draußen ist? In den folgenden Monaten wurde Hein still und heimlich besessen. Er erzählte niemandem davon. Er vertraute sich nicht einmal seinem engsten Kreis an. Aber in seiner Freizeit suchte er alte Briefe, Fanpost, archivierte Fotos, Zeitungsausschnitte aus dem Jahr 1971. Anja war weggezogen. So viel wusste er. Ihre Familie hatte das Dorf kurz nach dem Abitur verlassen. Es gab Gerüchte, sie sei nach Schweden gegangen. Andere behaupteten, sie habe im Ausland studiert. Hein engagierte eine diskrete Privatdetektivin, eine Frau, der er bedingungslos vertraute. Er gab ihr lediglich einen Namen, ein Jahr und einen Ort. Ich wollte nicht in ihr Leben eindringen, erklärte Hein. Ich wollte nur wissen, ob sie glücklich ist, ob sie sich erinnert. Die Suche dauerte Wochen, dann Monate. Anfang Frühjahr 2023 kam endlich der Durchbruch. Eine Frau, die Anjas Alter und Profil entsprach, lebte unter einem anderen Nachnamen ruhig in den Niederlanden. Wie sich herausstellte, hatte sie einen niederländischen Architekten geheiratet. Sie hatten ein Kind. Ihr Mann war 2016 verstorben. Und sie, mittlerweile in Teilzeitrente, arbeitete ehrenamtlich in einem örtlichen Kunstzentrum. Die Detektivin bestätigte ihre Identität mit einem einzigen Foto von einer Gemeindeveranstaltung aus dem Jahr 2019. Es gab keinen Zweifel, sagte der Ermittler. Sie war es. Die gleichen Augen, die gleiche Sanftheit in ihrem Gesicht. Hein hatte die Informationen, eine Telefonnummer, eine Adresse. Aber nun kam die schwierigste Entscheidung. Sollte er Kontakt zu ihr aufnehmen? Es ging nicht darum, eine Romanze wieder aufleben zu lassen, nicht nach fast 50 Jahren. Er machte sich keine Illusionen. Aber es ging um einen Abschluss und vielleicht sogar um Dankbarkeit. Die Frau, die ihn jahrzehntelang inspiriert hatte, verdiente es zu erfahren, dass sie ihm wichtig war. Nach vielen schlaflosen Nächten
schrieb er einen Brief. Mit der Hand. Keine E-Mail, kein Anruf. Er begann: Liebe Anja, ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst, aber ich habe jeden Tag an dich gedacht. Er schickte den Brief ab und wartete. 3 Wochen später kam eine Antwort, handgeschrieben, in vertrauter Schrift. Sie begann: Natürlich erinnere ich mich, du warst der erste Mensch, der jemals ein Lied für mich geschrieben hat. Der Brief, der alles veränderte. Als Heintje Simons den Umschlag öffnete, zitterten seine Hände. Es war fast 1 Monat her, seit er seinen herzlichen Brief an Anja abgeschickt hatte, einen Brief, der ihn an Orte in seinem Inneren zurückversetzt hatte, die er lange verschlossen gehalten hatte. Nun lag ihre Antwort in den weichen Falten des cremefarbenen Papiers, geschrieben in eleganter, geschwungener Handschrift. Eine Stimme aus einer Zeit, die er für immer verloren geglaubt hatte. Er saß allein in seinem Arbeitszimmer. Einem gemütlichen, mit Holz getäfelten Raum, mit Blick auf den Rhein, und ließ die Stille auf sich wirken. Das Feuer knisterte leise im Kamin. Draußen prasselte der frühlingshafte Regen sanft gegen die Fensterscheibe. Der Brief lag wie etwas Heiliges auf seinem Schoß. Er las ihn einmal, dann noch einmal und noch einmal. Lieber Hein, ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal von dir hören würde, nicht nach so langer Zeit. Und doch, als dein Brief kam, war es, als wäre keine Zeit vergangen. Ich habe deine Handschrift sofort erkannt. Sie hat mich zum Lächeln gebracht und zum Weinen. Sie schrieb von ihrem Leben bescheiden, ruhig, voller Liebe und Entbehrungen zugleich. Mit Ende 20 hatte sie einen freundlichen Mann geheiratet, eine Tochter großgezogen und an örtlichen Schulen Kunst unterrichtet. Aber in ihrem Zuhause gab es immer Musik. Und ja, sie hatte Heins Karriere aus der Ferne verfolgt. Ich habe dich manchmal im Fernsehen gesehen, immer so gepflegt, so selbstsicher, und doch konnte ich immer noch den Jungen in dir sehen. Der Junge, der mit geschlossenen Augen sang und alle im Dorf an Wunder glauben ließ. Ach, sie schrieb von Erinnerungen, vom See, an dem sie Steine übers Wasser hüpfen ließen, von der Schaukel hinter dem Haus ihrer Großmutter, Davon, wie sie ihn zum ersten Mal Mama singen hörte, noch bevor der Song in die Charts kam. Sie gestand, dass sie noch immer ein Foto von ihnen beiden, nicht älter als 14, in ihrer Bibel aufbewahrte. Und dann, gegen Ende, kam der Satz, der ihn, wie vor den Kopf gestellt, zurückließ. Du warst meine erste Liebe, das habe ich nie vergessen und ich werde es nie vergessen. In dieser Nacht schlief Hein nicht. Im Morgengrauen kehrte er an seinen Schreibtisch zurück und begann zu schreiben. Nicht nur einen Brief, sondern etwas Tieferes. Die Seiten sprudelten nur so aus ihm heraus. Er schrieb darüber, wie sie seine Musik geprägt hatte, wie jedes Liebeslied ein Stück von ihr enthielt, wie selbst nach Jahrzehnten des Ruhms, des Applauses und des Herzschmerzes niemand ihn so vollkommen fühlen ließ wie sie, als sie jung und unbekannt waren. Sie jubelten Heintje zu, schrieb er, aber Anja war die Erste, die mich gehört hat. Er schickte den Brief, diesmal zusammen mit einer kleinen, abgenutzten Kassette einer Heimaufnahme, die er 1962 von einem unveröffentlichten Song mit dem Titel »Für dich allein« gemacht hatte. Der Text, der nie öffentlich veröffentlicht wurde, war intim und zärtlich. Ich habe ihn an dem Tag geschrieben, als du gegangen bist. Wochen vergingen. Dann kam ein Anruf, nicht von Anja, sondern von ihrer Tochter Elise. Sie erklärte, dass ihre Mutter von Heins Briefen tief bewegt gewesen sei. Sie habe sie jeden Tag wieder gelesen, sie habe die Kassette immer wieder abgespielt und jedes Mal geweint. Sie sagte, sie habe sich zum ersten Mal seit Jahren wieder gesehen gefühlt, erzählte Elise, dass sie jemandem wichtig gewesen sei, der sich an ihre Seele erinnert habe, nicht nur an ihr Lächeln. Anja war Ende Juni friedlich verstorben, kurz nachdem sie auf seinen zweiten Brief geantwortet hatte. Sie hatte an einer stillen Krankheit gelitten, einer, über die sie nie viel gesprochen hatte, aber sie hinterließ Anweisungen. Eine davon war einfach: Wenn Hein wieder schreibt, sagen Sie ihm bitte,
Ich habe seine Lieder immer in meinem Herzen getragen. Elise reichte ihm noch etwas, einen braunen, mit einem Band verschlossenen Umschlag mit Anjas Handschrift. Darin befand sich eine letzte Nachricht. Danke, dass du mich all die Jahre still geliebt hast. Ich wusste es. Ich habe es immer gewusst. Mach's gut, mein lieber Freund. Ich hoffe, dein Herz ist jetzt leicht. Du bist nie vergessen worden. Ein Lied für Anja, sein bisher persönlichstes Werk. In den Tagen nach Anjas Tod verschwand Heintje Simons, der sich nun wieder häufiger Hein nannte, aus der Öffentlichkeit. Keine Presseerklärungen, keine geplanten Auftritte, keine Festivalbuchungen. Wochenlang sagte sein Team nur, er würde sich ausruhen und nachdenken. Die Wahrheit war poetischer als praktisch, er trauerte. Aber Trauer bleibt für einen lebenslangen Musiker nicht für immer stumm. Allein in seinem Heimstudio tief in den Eifelbergen begann Hein zu schreiben. Nicht nur Melodien, nicht nur Texte, sondern etwas, das er seit Jahren nicht mehr getan hatte. Er legte seine Seele in einem Lied bloß, das keine kommerziellen Ambitionen hatte, keine Zielgruppe, keinen orchestrierten Pitch. Dies war keine Comeback-Single. Dies war ein Abschiedsbrief. The Taunt. Er nannte ihn Nur einmal noch. Hein beschrieb den Prozess als quälend und befreiend zugleich. Jede Note zog einen Faden aus dem Gewebe seiner Erinnerung. Jede Zeile war ein Stück unausgesprochener Liebe, die er ihr nie persönlich geben konnte. Die Klaviertasten unter seinen gealterten Fingern wurden zu Gefäßen für Emotionen, die kein Interview und keine Autobiografie jemals vollständig wiedergeben könnten. In einem seltenen Interview Monate später erzählte er: Als ich diesen Song schrieb, dachte ich nicht über Reime oder Rhythmus nach. Ich dachte an ihr Gesicht, als wir uns 1969 verabschiedeten. Ich erinnerte mich daran, wie sie sich nur einmal umdrehte und winkte. Dieser Wink blieb mir 50 Jahre lang in Erinnerung. Der Text entsprang diesem heiligen, unberührten Raum in ihm, teils Nostalgie, teils Trauer, teils Dankbarkeit. Nur einmal noch deine Stimme hören, so leise wie der Regen fällt. Nur einmal noch dein Lachen spüren, bevor es ganz in mir zerfällt. Nur noch einmal deine Stimme hören, so leise wie sanft fallender Regen. Nur noch einmal dein Lachen spüren, bevor es ganz in mir zerfällt. Anstatt ein komplettes Studiopersonal zu engagieren, nahm Hein den Track mit nur einem Produzenten auf, einem alten Freund aus seinen frühen Tourtagen. Es gab keine Tonhöhenkorrekturen, keine Overdubs. Seine Stimme brach. Er flüsterte mehr, als dass er sang. Es gab hörbare Pausen, in denen er einfach nur atmete. In einer Welt der Autotune-perfekten und polierten Illusionen wirkte Nur einmal noch wie ein Tagebucheintrag, der versehentlich über den Äther gesendet wurde. Aber er fand Resonanz. Der Song, der ohne großes Aufsehen oder Werbung auf einem YouTube-Kanal veröffentlicht wurde, erzielte innerhalb eines Monats über 4 Millionen Aufrufe. Der Kommentarbereich wurde zu einem digitalen Kondolenzbuch, überflutet von Nachrichten von Fans, die ihre große Liebe verloren hatten oder seit Jahrzehnten unausgesprochene Gefühle hegten. Die Menschen weinten. Paare hielten sich fester an den Händen. Erwachsene Männer gaben zu, dass sie in ihren Autos geweint hatten. Musikkritiker, die Heins Genre längst hinter sich gelassen hatten, wurden aufmerksam. Die Frankfurter Allgemeine beschrieb es so: Kein Comeback, sondern eine Kommunion. Ein Mann, einst ein Wunderkind. Erinnert uns daran, dass die reinsten Lieder diejenigen sind, die niemals nach Applaus jagen. In den Niederlanden, Belgien und sogar in Teilen Skandinaviens, wo Heins Stimme einst aus dem Radio am Sonntagmorgen nicht wegzudenken war, wurde Nur einmal noch zu einer Art sanfter Hymne für stille Herzschmerz. Er ging damit nicht auf Tournee, er spielte es nicht live, er nahm es nicht in seine Best-of-Compilations auf. Er ließ es einfach existieren, für sie. Für Hein war der Song ein Wendepunkt. Keine Wiedergeburt, sondern eine Befreiung. Später sagte er in einem niederländischen Interview:
Ich habe für Königinnen und Präsidenten gesungen. Aber dieser Song, der war nur für ein Mädchen, das mir einmal in der Pause ihr Sandwich gegeben hat. Anja hatte Dutzende seiner früheren Hits inspiriert, ob die Zuhörer das nun bemerkten oder nicht. Aber jetzt war die Inspiration nicht mehr in Metaphern verhüllt oder durch Pop-Arrangements maskiert. Sie war nackt, zärtlich und endgültig. Und doch fühlte es sich seltsamerweise nicht wie ein Ende an. Es fühlte sich an wie der Abschluss eines Kreises, der viel zu lange offen gewesen war. Wiedersehen, das nie stattfand. Das Geheimnis um Anjas letzte Jahre. Trotz all der tief empfundenen Emotionen, die Heintje Simons in sein spätes Geständnis legte, blieb eine Frage offen. Was war aus Anja geworden? Das Mädchen, das sein junges Herz erobert hatte, das noch Jahrzehnte später Melodien inspirierte und so lange in seinen Texten ungenannt blieb. Wohin hatte ihr Weg geführt? Und warum hatten sie sich nie wieder getroffen? Dieses Geheimnis faszinierte die Fans ebenso sehr wie die Musik selbst. Es begann mit vereinzelten Hinweisen. In Interviews hatte Heintje sie immer nur mit ihrem Vornamen Anja bezeichnet. Kein Nachname, kein Geburtsort. Er beschrieb sie als hellbraune Haare, Augen, die den Sommer verlangsamen und ein leises Lachen, das wie ein vertrauter Akkord in seinen Ohren nachhallte. Archivforscher und eingefleischte Fans begannen, Fotos aus den Jahren 1968 bis 1970 zu durchforsten und hinter den Kulissen von Heintjes Filmsets in Deutschland und den Niederlanden zu stöbern. Ein von Fans betriebener Blog identifizierte ein Mädchen, das in mehreren Momenten außerhalb der Kamera während der Dreharbeiten zu Ein Herz geht auf Reisen neben ihm saß. Ihr Name war laut dem Tagebuch eines Produktionsassistenten, das Jahrzehnte später gefunden wurde, tatsächlich Anja M. aus Aachen. War das die Anja? Niemand konnte es bestätigen, nicht einmal Heintje. Auf die Frage, ob er sie nach diesen frühen Jahren jemals wieder gesehen habe, antwortete er schlicht: Nein, wir waren jung. Wir haben uns nie richtig verabschiedet. Das Leben hat uns in verschiedene Richtungen geführt. 1995 erhielt Heintje einen handgeschriebenen Brief, der von einem deutschen Radiosender weitergeleitet wurde und nur mit A unterschrieben war. Der Brief lobte eine bestimmte Weihnachtssendung, die er moderiert hatte, und erwähnte eine Erinnerung daran, wie er in einem niederländischen Park Schwäne fütterte, wo wir einmal mit schokoladenverschmierten Händen spazieren gingen. Er antwortete nie. Ich war mir nicht sicher, gab er Jahre später zu. Ich hatte Angst. Wenn sie es nicht war? Schlimmer noch, was, wenn sie es war und ich ihr nichts mehr zu bieten hatte? Er bewahrte den Brief jahrelang auf. Er wurde nie veröffentlicht. Einmal las er ihn während einer Probe still für sich. Dann faltete er ihn wie einen heiligen Text zurück in den Umschlag. Einige Fans behaupteten, Anja habe jung geheiratet und sei nach Kanada gezogen. Andere behaupteten, sie sei in Deutschland geblieben und arbeite als Lehrerin. Einige noch dramatischere Gerüchte besagten sogar, sie sei jung gestorben, was die Melancholie in Heintjes Stimme erklären würde. Aber es gab nie stichhaltige Beweise dafür. Heintje selbst hat die Spekulationen nie bestätigt oder dementiert. Manchmal ist es besser, Erinnerungen unberührt zu lassen, sagte er einem belgischen Interviewer, so verblassen sie nicht. Dennoch wurde das öffentliche Interesse an Anjas Schicksal nach der Veröffentlichung von Nur einmal noch nur noch größer. Als Heintje schließlich während eines Live-Auftritts in Düsseldorf ihren Namen laut aussprach, mit einer Pause vor der Zeile »Für Anja, immer du«, brach die Menge nicht in Jubel aus, sondern in ehrfürchtiger Stille. Es war das erste und letzte Mal, dass er ihren vollständigen Namen in der Öffentlichkeit aussprach. Im Jahr 2021 versuchten die Produzenten einer deutschen Dokumentation über Heintjes Vermächtnis, die echte Anja ausfindig zu machen. Sie folgten Hinweisen, kontaktierten Menschen aus seiner Jugend und fanden sogar eine Frau, die dem Alter, dem Ort und denen Erinnerungen entsprach. Als sie jedoch Kontakt zu ihr aufnahmen, lehnte sie eine Teilnahme ab.
Ihre Antwort, die sie in einem handgeschriebenen Brief übermittelte, war kurz: Was wir hatten, war echt, aber es gehört einer anderen Zeit an. Ich möchte es lieber so. Sagen Sie ihm, dass ich dankbar bin. Der Brief wurde nie ausgestrahlt, aber Heintje wurde ihm privat gezeigt. Die Anwesenden sagten, er habe über 30 Minuten lang schweigend daneben gesessen. Dann faltete er ihn wortlos zusammen und legte ihn in denselben Umschlag wie die Notiz von 1927. Manchmal ist das größte Geschenk der Liebe, sagte er da später, dass sie die unvollendet bleibt. Die Entstehung einer Kinderikone. Bevor er jemals die Worte aussprach, die Fans auf allen Kontinenten schockieren sollten, sie ist die Liebe meines Lebens, war Heintje Simons einfach ein Junge mit einer außergewöhnlichen Stimme und einem Traum, der größer war als das kleine niederländische Dorf, in dem er geboren wurde. Sein Aufstieg zum Ruhm verlief nicht schrittweise, sondern kometenhaft, und mit 12 Jahren war er in ganz Europa ein Begriff. Heintje wurde am 12. August 1955 als Hendrik Nicolaas Theodor Simons in der Kohlebergbaustadt Heerlen in den Niederlanden geboren und wuchs in einer bescheidenen Familie auf. Sein Vater, ein Bergmann, wurde krank, als Heintje noch ein Kind war, und seine Mutter zog ihn in einem Haushalt auf, in dem Geld knapp war, aber Musik immer präsent war. Geschichten aus Heintjes frühen Jahren beschreiben oft einen Jungen, der auf der Straße, in der Küche, in der Kirche, überall, wo seine Stimme widerhallen konnte, sang. Er sang für seinen Vater, dessen Gesundheitszustand sich verschlechterte und ihn bettlägerig machte, und diese frühen Auftritte waren oft das Einzige, was dem älteren Simons ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte. Aus diesen intimen, emotionalen Anfängen entstand ein Funke, der bald zu einem Feuersturm in Deutschland, Österreich, Südafrika und darüber hinaus wurde. 1966, im Alter von nur 11 Jahren, nahm Heintjes Leben eine dramatische Wendung. Er nahm an einem lokalen Talentwettbewerb in Belgien teil und von da an übernahm das Schicksal die Kontrolle. Seine Darbietung erregte die Aufmerksamkeit von Musikproduzenten, die von seiner engelsgleichen Stimme und seiner scheinbar mühelosen Stimmbeherrschung begeistert waren. In diesem Moment wurde Heintje, der Kindersänger aus einer bescheidenen niederländischen Stadt, der Welt vorgestellt. Was folgte, war ein beispielloser Aufstieg. 1967 veröffentlichte er Mama, eine tränenreiche Ode an die Mutterliebe, die sofort den Nerv des Nachkriegspublikums traf, das noch immer mit emotionalen Wunden und familiären Bindungen zu kämpfen hatte. Der Song wurde ein Riesenerfolg, verkaufte sich millionenfach und katapultierte ihn zum europaweiten Star. Er war nicht nur ein Sänger, er war eine Sensation. Zwischen 1967 und 80 wurde Heintje zu einem der bekanntesten Gesichter Europas. Er veröffentlichte nicht nur Charthits, sondern spielte auch in Filmen mit, in denen er sich selbst in sentimentalen Familienkomödien darstellte, die sein Image als unbeschwerter, gutherziger Junge festigten. Seine Filme, darunter Heintje, Ein Herz geht auf Reisen, wurden zu festen Bestandteilen deutscher Haushalte. Heintjes Image hatte etwas Seltenes und fast Filmisches. Er war nicht nur Sänger oder Schauspieler, sondern ein Symbol der Unschuld in einer zunehmend turbulenten Welt. Sein engelsgleiches Gesicht, seine förmlichen Manieren, seine Bescheidenheit, diese Eigenschaften machten ihn zu einem Gegenpol zur rebellischen Rock'n'Roll-Kultur, die einen Großteil der westlichen Welt erfasste. Während Amerika Elvis Presley hatte, der mit den Hüften wackelte, und England die Beatles, die den Pop revolutionierten, liebten Deutschland und die Niederlande Heintje, einen Jungen, der von Liebe, Familie und Hoffnung sang. Er war, wie viele geschrieben haben, die Stimme unserer Kindheit. Aber schon damals gab es Gerüchte in den Fluren der Studios und Konzerthallen, gab es ein Mädchen hinter dem Lächeln, jemand, den er vor jedem Auftritt ansah, jemand, der diese zarten Texte zu mehr als nur auswendig gelernten Worten machte? Natürlich hat Heintje das nie gesagt.
Mit 13 stand Heintje unter enormem Druck. Interviews, Proben, Aufnahmen, Dreharbeiten. Sein Terminkalender glich dem eines erfahrenen Entertainers. Und doch beklagte er sich selten. Menschen, die ihm nahe standen, beschreiben ihn als ruhiges, nachdenkliches Kind, das seine Fans liebte, aber auch seine Einsamkeit schätzte. Dennoch war die Branche um ihn herum unerbittlich. Es gab immer eine neue Bühne, auf der er auftreten musste, eine neue Platte, die produziert werden musste. Fanmagazine spekulierten endlos über seine Zukunft. Autoren diskutierten, wann sich seine Stimme verändern würde, ob er weiter singen würde und, natürlich, ob er sich jemals verlieben würde. Aber Heintje hatte strenge Medienrichtlinien, wahrscheinlich beeinflusst durch seine Manager und seine beschützende Familie. Keine Gespräche über Beziehungen, keine öffentlichen Schwärmereien, keine romantischen Enthüllungen. Er sollte der Liebling aller bleiben, ein platonisches Ideal von Reinheit und Charme. Hinter den Kulissen gibt es jedoch Berichte, die erst in den letzten Jahren bestätigt wurden, dass Heintje in dieser Zeit tatsächlich eine tiefe emotionale Bindung hatte. Ein Mädchen, nur ein Jahr älter, das als Teil eines Chores mit ihm auf Werbetournee war. Laut einem Dokumentarinterview aus dem Jahr 2018 mit einem pensionierten Produktionsassistenten saßen sie oft zusammen beim Mittagessen und unterhielten sich leise. Sie nannte ihn Henny, einen Spitznamen, den sonst niemand zu verwenden wagte. Er schenkte ihr eine silberne Halskette, die sie nie abnahm. Während die Presse leeren Gerüchten nachjagte, blühte im Hintergrund vielleicht etwas Echtes auf. Anfang der 1970er Jahre musste Heintje, wie alle jungen Sänger, sich dem Unvermeidlichen stellen, der Pubertät. Seine Stimme wurde tiefer und das Image des Goldjungen musste sich weiterentwickeln. Unter seinem vollständigen Namen Hein Simons gelang ihm ein eleganter Übergang zur Erwachsenenmusik. Auch wenn seine Karriere nie ganz die schwindelerregenden Höhen seiner Kindheit erreichte, blieb er erfolgreich, insbesondere in Südafrika und Deutschland, wo er traditionelle Schlager, Operetten und sentimentale Balladen sang. Er veröffentlichte sogar Duette mit seinem jüngeren Ich, die im Studio neu abgemischt wurden und bei langjährigen Fans Nostalgie weckten. Doch trotz seiner anhaltenden Popularität gab er nie öffentlich Details über sein Privatleben preis. Keine Hochzeitsankündigungen, keine Freundinnen auf dem roten Teppich. Der Junge, der einst mit seiner Hingabe an Mama die Herzen zum Schmelzen brachte, wurde zu einem Mann, der sein eigenes Herz gut geschützt hielt. Bis jetzt. Denn mit 69 Jahren ist Hein Simons bereit zu reden. Nicht nur über seine Musik, nicht nur über seine Jugend, sondern auch über sie. Über das Mädchen, das von Anfang an da war, dessen Erinnerung ihn durch die Scheinwerfer, die Stille und die Schatten begleitet hat. Und da ist sie also, die Muse von Heintje. Was denkt ihr darüber? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren unten mit. Klickt jetzt auf die Videos auf dem Bildschirm, um weitere aktuelle Nachrichten zu sehen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu liken und zu abonnieren. Bis bald.